Hallo, ich bin Christian, bin 31 Jahre alt, komme aus Gotha und stelle euch heute meinen Golf 2 vor. Ja, ist ein Golf 2, Baujahr 91, Dreitürer, original mit dem 1.3er NZ und aktuell verbaut ein 1.8T, AGU mit K04 Turbolader und knappen 400 PS. Ja, angefangen hat das Ganze eigentlich mit dem Verkauf eines Radsatzes. Das heißt, ich hatte vorher einen Golf 7 GTI, hat da BBS CA-R, die habe ich verkauft und für das Geld habe ich mir den Zweier geholt. Eigentlich als Übergangsauto gedacht, so auch meiner Frau verkauft und naja, im Kopf stand eigentlich der Plan schon fest. Und mit den Jungs hier angefangen, Bestandsaufnahme zu machen und war doch etwas mehr verrostet als gedacht und dann einmal eine Grundrestauration von der Karosse. Er stand damals auf einem TA-Gewindefahrwerk, war so dabei. Das heißt, wir sind auf breite Backen von Mücke gegangen, Static war okay, war akzeptabel als Übergangswagen. Naja, und nach einem Jahr, das war dann 2017, nach einem Jahr ging es dann weiter, Umbau auf Westmoreland-Front, alles ein bisschen Heckblende, US-Leuchten etc. pp. Ja, das war dann so der Start. Die Frau hat dann gesagt, okay, ist ja doch ein bisschen mehr als nur Übergang und dann ging es eigentlich so richtig los. Sprich 2018 zu 2019, dann weitere Lackierungen, das heißt einmal komplett neu gelackt. Umbau auf Luftfahrwerk, ist ein TA-Luftfahrwerk drin mit Gewindeverstellung und Airlift 3P-Steuerung. Ja, und dann ging es weiter. Die breiten Backen haben dann nicht mehr gepasst, das heißt wieder auf originale Kotflügel umgebaut, gecleant, das heißt Auspuffausparung weg, Heckscheibenwischer weg, haben die Jungs ja alles gemacht. Dann ging es weiter mit Frontsachen weggecleant, an Kotflügeln, das alles weggemacht, Emblem weg. Hinten dann umgebaut noch auf Heckscheibe ohne Heizdrähte, dass wirklich die sehr clean Optik da ist. Und ja, so nahm das dann alles seinen Lauf. Das war dann zu 2019, zum Januar, stand er dann so ungefähr da. Dann ging es weiter, Innenausstattung, war eine Originale im beigen Handtrittmuster, sah auch sehr gut aus. Und da ich innen diesen klassischen Touch behalten wollte, haben wir dann halt Golf 2 Edition Sitze genommen, die umgeledert auf das Handtrittmuster, das braune Armaturenbrettkonzept mit aufgenommen, das heißt mit braunem Leder kombiniert. Hat aber auch nicht gereicht, dann sind Türpappen noch reingekommen mit braunem Leder, mit Ziernähten, dass es halt innen alles stimmig ist. Ja, und so steht er jetzt eigentlich da. Ja, zum Thema Felgen, angefangen mit 17 Zoll IB Classic, erstmal als Beginn, um zu sehen, wie wirkt das Ganze.
ging es dann weiter mit BBS LM242. Die sind wir dann auch 2019 gefahren. Und durch die Leistung, die jetzt drin ist, haben wir dann gedacht, okay, es könnte vom Konzept besser passen, wenn wir auf Semislick gehen. Das heißt, da ist jetzt eine 15 Zoll BBS RS-Felge drauf mit einem Toyo R88R, um die Leistung auf die Straße zu bringen. Und funktioniert auch. Das Konzept mit dem Stoff haben wir halt komplett eigentlich übernommen. Das heißt, Schlüsseltasche in demselben Stoff original übernommen, dann von Karma Steps noch eine Tasche anfertigen lassen, wo halt Abschleppseil, Wanddreieck drin ist, Gehörschutz für die Ehefrau, weil es halt doch ein bisschen lauter geworden ist. Das ist halt alles so abgestimmt, noch 2 Kissen, damit man sich auch gemütlich machen kann im selben Stoff. In der Hutablage haben wir den Stoff auch mit aufgenommen. Ja, vom Motor-Setup, damit das auch alles passt, haben wir einen Kettstangen verbaut. War auch eine ganz interessante Sache. Wir hatten vom Motorenbauer das Auto geholt und auf einmal einen undichten Tank, wollten aber den nächsten Tag zum Treffen. Kurz im Internet geschaut, wo kann man Teile oder wo bekommt man jetzt noch schnell einen Tank her. Und dann hat sich ergeben, dass in Luxemburg ein Kettstank war. Also nächsten Morgen um 6 nach Luxemburg gefahren, den Kettstank geholt und nachmittags hier wieder eingebaut. Ja, so ist es halt. Irgendwie eskaliert es immer, aber es macht halt Spaß und das macht's aus. Ja, Golf 2. Wir hatten damals schon einen VW Käfer, auch in Rot. Eigentlich war Rot nie meine Farbe, es hatte sich damals halt so ergeben. Und neben dem Käfer wollte ich halt irgendwie noch was, ja, was auch Klassisches haben, wo ich halt dann das Fahrzeug spüren kann, weil zu den ganzen modernen Autos, die es halt heute so gibt, war halt der Plan, auch mal ein Auto zu haben, wo ich halt die Straße merke und das Ganze halt die alte Technik, die Gerüche. Und somit kam man dann zum Golf 2. Hatte überlegt, Golf 1, Golf 2. Golf 2 war als Übergangsauto damals die beste Lösung. Hatte auch gepasst, damals als Übergang, jetzt sieht das Ganze anders aus. Ja, und deswegen Golf 2. Und Rot, weil irgendwie will ich dann immer alles perfekt haben im Konzept und neben dem roten Käfer dann der rote Zweier. Käfer ist jetzt weg, aber da wird auch nochmal was anderes Rotes kommen, für den Golf halt passen, dass es irgendwie in Kombination passt. Da können wir gespannt sein. Geschichte Motor auch ganz schön, es war ein 1.3er NZ drin. Alle haben gesagt, der geht nicht kaputt, den kannst du fahren und irgendwie bin ich dafür bekannt, Motoren zu zerstören. Ja, und auf dem Rückweg 2018 vom Iron City ist mir der 1.3er NZ doch kaputt gegangen. Dann okay, die Chance genutzt und gleich einen 1.8T eingebaut. Damals angefangen mit knapp 230 PS. Hat mich dann geärgert, weil die Räder nicht durchgedreht haben, weil das war eigentlich der Plan, dass die Räder durchdrehen und somit ging es dann auf den Umbau mit größerem Turbolader, K04064. Vom Grundsetup her. Und ja, also Leistung brachial, ich freue mich, dass die Räder durchdrehen. Eigentlich klar, bei viel Leistung nicht sinnvoll, dass die Räder durchdrehen, aber es macht halt Spaß, das wollte ich. Aktuell rangetastet bis 230 km/h, mehr traue ich mich derzeit nicht, weil dann fühlt es sich halt doch ein bisschen, naja, gefährlich an. Es ist halt nur ein Golf 2, aber macht halt Spaß. Räder durchdrehen, die Leute gucken, vielleicht hören wir es auch noch, also Schubabschaltung ist drin, das heißt es blubbert schön, es knallt, wie es halt soll. Vom Abgasanlage ist ein 200 Zellenkrat drin, das heißt, da geht auch ordentlich was durch. Ja, Launch Control, was halt Spaß macht. Ja, Unterstützung war viel da, angefangen 2017 mit Desi, auch Golf 2 Fanatiker, hat mich beraten bei dem Thema, hat täglich Nachrichten bekommen, was können wir machen, wie sieht es hier aus, 5 Rippen, 7 Rippen, Chromkeder, kein Chromkeder. Das war dann so die erste Stufe des Ausbaus, da hat dann auch Lukas sehr stark mitgemacht, was Elektronik war. Die Jungs von Am Limit, Thomas und Steffen, auch danke dafür, immer unterstützt, kompletten Karosseriearbeiten, alles organisiert für Lack, Fahrwerk, das alles umgebaut.
Ja, und so wie er da steht, wäre es ohne Freunde nicht gegangen. Das ist halt immer ein Zusammenspiel. Es gibt mal Höhen, Tiefen, eine Saison, die ist schlecht, die ist gut, aber das macht es halt aus. Das ist Tuning. Das ist die Freude an dem Ganzen, halt wirklich das zusammen zu machen. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gern ein Like da oder ein Abo auf der Seite. Auch für mich wirklich sehr wichtig, mal Kritik zu äußern. Was hat gepasst, was hat nicht gepasst, was soll ich vielleicht noch verändern. Jetzt haben wir gerade so den Mix Klassik zu Motorsport, Bügel noch rein, Überrollkäfig. Ja, was fällt euch dazu ein?